2025 ist jetzt vorbei und in diesem Jahr gab es viele Höhen und Tiefen. Es musste sich etwas Grundlegendes verändern. Deshalb entstand eine neue Strategie für dieses Portfolio. Diese Strategie werde ich euch in diesem Video noch vorstellen und hoffentlich wird das neue Jahr ein bisschen mehr mit Köpfchen ablaufen. Legen wir los. Servus und willkommen. Gleich am Anfang des Videos wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Hoffentlich konntet ihr ruhig in das Jahr 2026 reinrutschen. Schön, dass du auch heute mit dabei bist. Wie dabei oder raus? Wobei? Keine Zeit für Fragen, nur Taten. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Von vornherein alles, was ich hier erkläre, ist keine Anlageberatung, es ist nur meine persönliche Meinung und dient zur Unterhaltung. Das ist auch das erste Video auf diesem Kanal und in dem Format wird sich alles rund um die fundamentale Analyse von Aktien drehen. Wenn euch genau so ein Thema interessiert, bleibt einfach dran, denn ich habe etwas Tolles vorbereitet und das werde ich euch im Laufe des Videos noch vorstellen. Das Portfolio ist im August 2023 entstanden. Von August 23 bis Ende 23 war es eigentlich sehr ruhig im Portfolio. Zu dem Zeitpunkt wurden nur Sparpläne auf ETFs und auf eine einzelne Aktie angelegt. 2024 ist extrem holprig geworden, aber das werden wir uns dann noch im Detail anschauen. 2025 ist deutlich besser gewesen, obwohl von meiner Seite aus noch ein paar Fehler begangen wurden. Und ich würde jetzt sagen, jetzt lösen wir mal das Portfolio mal auf und dann schauen wir uns mehrere Sachen noch an. So, jetzt sind wir in dem Aktienportfolio drinnen und wie wir uns das gemeinsam anschauen können, gestern hatte ich in meinem Portfolio einen Wert von fast 37.000 Euro. Auf Jahresbasis konnte ich ein IZF von 16,94% erreichen. Und ich habe es auch geschafft, den MSCI World, den S&P 500 und den Nasdaq 100 zu schlagen. Nur der DAX ist besser gelaufen, aber der DAX hatte letztes Jahr ein sehr gutes Jahr und wie gesagt, ist jetzt auch nicht schlimm. Jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir noch in die Analyse rein und dann schauen wir uns dort noch ein paar andere Sachen an. So, jetzt sind wir in der Portfolioanalyse drin und in der Tabelle vom Kapitalfluss können wir eins sehen, dass, so wie ich es vorhin auch erklärt habe, ist dieses Portfolio im August 2023 angelegt worden. Und im Moment kann ich hier eine Summe von knapp 1000 Euro aufrechterhalten im Monat, die ich einzahle oder die ich besser gesagt investiere. Aber die interessantere Grafik ist die Grafik hier weiter unten. Im August 23 sind halt, wie gesagt, die ersten ETFs Sparpläne angelegt worden. Ein Monat später habe ich die Berkshire Hathaway Aktie noch mit ins Portfolio mit aufgenommen und habe dann die Sparpläne so weiterlaufen lassen. Und dann kam der Januar 2024. Und ab Januar 2024 habe ich angefangen, einzelne Aktien einzukaufen, zu verkaufen, wie man auch hier in den Monaten darauf auch sehen kann, dass die Balken nach unten extrem weit runterragen und das darf eigentlich nicht passieren. Das ist ein absoluter Quatsch, diese Einkäufe, Verkäufe. Chantal, Ja? oh leise. Das bringt auf Dauer gar nichts. Und ich habe mir mit diesem Format gedacht, das ist was ganz Interessantes, vor allem für die Neulinge da draußen, die was neu an die Börse kommen, damit sie sich halt von Leuten wie mir das anschauen können und daraus lernen können, dass diese Fehler halt von denen nicht begangen werden müssen. So, und es gibt ja auch dieses bekannte Sprichwort, oft hin und her macht die Taschen leer und tatsächlich stimmt es so. Ende 2024 war ich wirklich am Verzweifeln, da habe ich mir gedacht, so, boah, bringt es überhaupt etwas, überhaupt noch in Aktien zu investieren? Sollte ich nicht wieder einfach auf ETFs gehen, einfach ETFs besparen und fertig? Ja, ich habe der Sache noch ein bisschen Zeit gegeben und dann im März 2025 bin ich auf das Buch von Benjamin Graham, Intelligent investieren, gestoßen. Ich habe mir dieses Buch bestellt, keine Werbung hier, und habe mir das Buch durchgelesen und erst dann habe ich realisiert, was eigentlich
ein kluger Investor macht, was es bedeutet, fundamental die Aktien zu verstehen oder zu analysieren. Und dann habe ich mir das zweite Buch noch geholt von Peter Lynch, Der Börse einen Schritt voraus. Wie gesagt, keine Werbung hier. Der Mensch hat mich auch richtig begeistert. Was er in den 13 Jahren damals mit seinem eigenen Fonds da auf die Beine gestellt hat, also das übertrifft ja alles. So, und da habe ich bemerkt, okay, was haben diese ganzen Leute gemeinsam? Also sowas wie Benjamin Graham, wie Peter Lynch, wie Warren Buffett. Die haben langfristig Aktien gehalten. Und genau diese Balken, die nach unten ragen, die bringen überhaupt gar nichts. Also auf gar keinen Fall. Und wie man aber sehen kann, habe ich ein paar Monate noch gehabt, wo ich wirklich schwach geworden bin. Und da merkt man eigentlich, dass man ganz schnell in alte Gewohnheiten reinfällt. Im Oktober 2025, also vor 2 Monaten, habe ich mir auf YouTube sehr viele Videos angeschaut ja, sage ich mal jetzt zu dem Gesamtmarkt, was jetzt gerade so passiert. Und viele haben davor gewarnt, oh mein Gott, jetzt wird die Börse runtergehen und man sollte vorsichtig sein, etc. Und da merkt man einfach, ich habe mich auch wieder verleiten lassen. Anstatt einfach meine Strategie, sage ich mal, an meine Strategie zu glauben und an die Aktien, die ich in meinem Portfolio zu glauben und einfach zu halten, habe ich auf einmal wieder in Panik Aktien verkauft. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Und das bringt nichts. Also das bringt auf Dauer wirklich gar nichts. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir. Jetzt hocke ich mich wirklich auf den Arsch. Ich werde an etwas arbeiten, was mir dauerhaft gute Renditen bringt und nicht so etwas. Und ich werde dann Aktien verkaufen, wenn fundamental sich vieles verändert oder vieles schlechter wird. Dann kann man immer noch darüber sprechen, okay, jetzt verkaufe ich die Aktie. Aber nicht einfach so blind. Nur weil irgendjemand da draußen sagt, dass der komplette Markt jetzt runterfallen wird und der Bärenmarkt beginnt jetzt und die KI-Blase platzt und was man da alles so gehört hat. Also wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt auch eine andere Meinung haben, aber das ist meine Meinung. Also das ist jetzt die Geschichte eigentlich von August 23 bis jetzt gestern, 31.12.25. Und genau, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir nochmal in die Sektoren rein und dann schauen wir uns dort meine Gewichtung an, in welchen Sektoren ich vertreten bin. So, jetzt sind wir in der Sektorengewichtung drinnen und wie wir alle sehen können, auf der rechten Seite gibt es insgesamt 11 Sektoren und ich bin auch mit meinem Portfolio in allen Sektoren irgendwo vertreten. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere Sektor ein bisschen kleiner gewichtet ist, aber mir war das schon irgendwo wichtig, dass man alle Sektoren in seinem Portfolio drin hat. Jetzt gehen wir noch auf die regionale Verteilung und da sehen wir 90% sind Nordamerika und knapp 10% Europa. Aber wir werden schauen, dass wir den Europa-Anteil so auf 20, vielleicht 25% hochbekommen. Und genau, und das ist das, was ich euch noch zeigen wollte. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Dashboard. Und im Dashboard schauen wir uns die einzelnen Positionen mal an, welche in meinem Portfolio drinnen sind. So, jetzt sind wir in der Tabelle von den ganzen Aktien angekommen und wie jeder von euch das sehen kann, ist Apple meine größte Position, dicht gefolgt von Amazon. Wir werden übrigens hier die Aktien im Schnelldurchlauf ein bisschen durchgehen, denn wir werden in separaten Videos werden wir uns mit den einzelnen Positionen beschäftigen. JP Morgan habe ich vor kurzem mit aufgenommen in mein Portfolio. Alphabet habe ich schon eine Zeit lang in meinem Portfolio drinnen. Ich habe eigentlich gut zugegriffen, genau da, wo viele Leute gesagt haben, oh mein Gott, Alphabet ist nichts mehr und der Wert war relativ weit unten und dann habe ich gut zugegriffen. So, Nvidia ist in jedem zweiten Portfolio mit drinnen. Waste Management, da bin ich auf das Portfolio gekommen, weil ich gesehen habe, dass Bill Gates auch viel Geld in Waste Management investiert.
Dann Microsoft habe ich auch schon relativ lange in meinem Portfolio drin und bin wirklich super zufrieden mit dem Unternehmen, dass ich das damals eingekauft habe. American Express, auch ein etabliertes, großes Unternehmen, genauso wie hier aus derselben Kategorie Mastercard und Visa. Linde ist noch drinnen aus Europa, genauso wie Novo Nordisk, die gerade im Moment noch in der Krise stecken. McDonald's ist so ein klassischer Wert in einem Dividendenportfolio, genauso wie Chevron. Ich habe übrigens ExxonMobil gehabt, aber ich habe gesehen, dass Warren Buffett auch immer wieder in Chevron investiert und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Chevron mit auf. Coca-Cola ist auch in Verbindung zu bringen mit Warren Buffett. United Health konnte ich einkaufen, relativ günstig, nachdem sie wirklich förmlich zusammengekracht sind. Und kurze Zeit später, nachdem ich die Aktie gekauft habe, ist Warren Buffett rausgekommen und hat gemeint, dass Berkshire Hathaway viel Geld in die Hand nimmt, um United Health ein bisschen zu kaufen. Caterpillar hatte ich schon früher gehabt. Das ist ein Wert, wo ich sage, im Oktober habe ich halt viele Aktien verkauft und Caterpillar war eine davon. Obwohl ich eigentlich Caterpillar wirklich schon länger in meinem Portfolio haben wollte, dann verstehe ich nicht, warum ich sie überhaupt verkauft habe. No, God! No, God, please, no! 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 Mastercard haben wir schon besprochen. Walmart habe ich auch schon länger in meinem Portfolio drin und bin super zufrieden, wie sie sich entwickeln im Moment. Reality und BAT, das sind auch Dividendenbooster. BAT wollte ich eigentlich bei, glaube ich, damals 25 € einkaufen, habe es nicht gemacht und dann ist mir der Kurs davon gelaufen. So, und auf dem Verrechnungskonto haben wir gerade 1500 € noch drinnen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch gemeinsam in das Dividenden-Dashboard rein. So, im Dividenden-Dashboard können wir uns das anschauen. Erhaltene Dividenden haben wir gerade fast 270 €. Monatlich sind es 17,66 €. Das wird natürlich sich steigern, wenn wir die Positionen noch höher gewichten und ausbauen. Persönliche Dividendenrendite ist noch sehr niedrig. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch in den prognostizierten Dividendenkalender rein. Und wir können uns das anschauen, dass für dieses Jahr ist die Prognose für dieses Portfolio, wie es gerade da steht, bei 485 €. Aber ich vermute jetzt mal, dass der Wert deutlich am Ende des Jahres höher stehen wird. Und genau, das soll es erstmal davon gewesen sein. Und ich habe euch was versprochen vorhin, dass ich etwas vorbereitet habe. Und dazu gehen wir zu Google Sheets noch rein. So, jetzt sind wir in dem Google Sheets drinnen, was ich aufgebaut habe. Ich habe dieses Tool, das ist ein Aktienanalyse-Tool für Aktien über die letzten 4 bis 5 Wochen aufgebaut. Und wie läuft oder wie funktioniert dieses Tool? Das Tool hat mehrere Unterbereiche. Das werden wir auch definitiv in einem separaten Video besprechen müssen, weil das wird sonst den Rahmen sprengen. Aber wie jeder von euch sehen kann, läuft dieses Tool auf 3 Prognosen. Einmal auf der DCF-Prognose, auf der PEG-Prognose und auf der Enterprise-Multiple-Prognose. Und die fließen dann miteinander in eine einzige Zahl rein oder einen einzigen Preis rein. Und wie ihr oben auch sehen könnt, entsteht dann ein Master Key Preis. Und aus dem Master Key Preis können wir dann entnehmen, ob im Moment die Aktie eigentlich ein Kauf oder ein Verkauf ist. Und wie funktioniert das Analyse-Tool eigentlich? Es gibt manche Sachen, die man noch händisch eintippen muss und es gibt aber auch viele Sachen, die im Hintergrund auch mittlerweile automatisch laufen. Und wir werden auch schauen, dass wir in den nächsten Wochen gemeinsam über dieses Tool sprechen in einem separaten Video. Und ich werde auch was vorbereiten, vielleicht 1, 2 Aktien, damit ich euch zeige, wie dieses Tool
in Wirklichkeit funktioniert oder wo es Alarm schlägt etc. Und ich finde, das ist schon mal ein, ja, so ein Tool, wenn man hat, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg, weil dann entscheidet man nicht einfach nur noch blind, sondern dann hat man zumindest etwas, was einem einen Richtwert darstellt. Und aufgrund dessen denke ich, dass wir das Portfolio in den kommenden Monaten und Jahren dann dementsprechend nicht mehr blind einkaufen werden, sondern wir werden stur eigentlich dieses Portfolio dann aufbauen, mit Hilfe natürlich des Tools. Und wenn wir dann in einem weiteren Video dieses Tool besprechen, dann könnt ihr mir auch gerne was auch dazu schreiben, falls euch etwas aufgefallen ist. Vielleicht habe ich ja irgendwo Fehler gemacht. Aber ich habe mit gutem Gewissen dieses Tool aufgebaut und ich hoffe, es wird euch in Zukunft vielleicht etwas helfen können oder genau. Das soll es jetzt auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Gut gemacht. Nein, Sie waren gut. Gut gemacht. Und abonniert doch diesen Kanal, dann können wir auch in Zukunft miteinander neue Aktien bewerten und analysieren. Und falls ihr etwas mir mitteilen möchtet, schreibt es doch gerne in die Kommentare etwas rein, würde mich auch darüber freuen. Und wie gesagt, frohes Neues und bis bald. Ciao, ciao.